Yo Leute, willkommen zurück bei Timcase Nerdcrate. Heute der Endspurt, deswegen gucken wir uns das Endergebnis jetzt nicht an, sondern machen direkt mit den Wahlen weiter. Es ging weiter, wie wir letztes Mal aufgehört haben. Ich habe die schwarzen Kanten rausgeholt, habe da ein bisschen Schatten hinzugefügt und ja, Schatten zu den Toren. Es ging dann weiter mit der rot-braunen Farbe und ich habe immer mehr Details hinzugefügt. Von daher würde ich ehrlich gesagt sagen, da es zu diesem ganzen Kram nicht viel zu erzählen gibt, dass es wirklich nur Malen ist. Ich lasse euch mit Zeitraffer alleine und ihr könnt euch angucken, was ich gemacht habe. Und es läuft wieder im Endeffekt auf die Tatsache hinaus, dass es euer Diorama ist. Ihr müsst machen, worauf ihr Lust habt. Und ich habe mich hierbei eben eher nach Mortal Kombat 2 orientiert. Wie ihr hier schon seht, alles sehr rot-braune Töne. Ich habe rechts das Gefängnis reingehauen mit ein paar schattenhaften Insassen. Und damit habe ich halt weitergemacht. Ich habe dann Dreck hinzugefügt und ein bisschen schwarze Flecken zu dem rot-braun. So habe ich das ganze Programm eigentlich komplett weiter fertig gemacht. Naja, und Schatten und Effekte hinzugefügt, ne? Von daher, wie gesagt, ich lasse euch damit jetzt alleine. Ihr seht viel, was da passiert, und wir sind im Endeffekt jetzt im Endspurt und ihr seht ansonsten eigentlich nur noch Farbe anmischen, ein bisschen und sonst malen, wie man sich das vorstellt. Und das ist stumpf ein kreativer Prozess und es gibt dabei nichts Falsches. Ihr könnt das so machen, wie ihr das für richtig haltet. In dem Sinne, viel Spaß! Aber natürlich tauche ich zwischendurch immer mal wieder auf. In dem Sinne war das ein starker Zwischenstand. Ihr habt schon gesehen, ich habe schwarze Flecken oder dunkelbraune Flecken dann auf das Rot-Braun gebracht und das im nassen Zustand dann zu Effekten verarbeitet. Hier halt auch Schatten an den Säulen hinzugefügt. Wie gesagt, viel, was ihr für richtig haltet. Es gibt nichts Falsches. Und der Teil war ehrlich gesagt einer der schwierigsten an dem ganzen Projekt. Wie zum Geier bringt man ein Publikum vernünftig auf Leinwand? Das ist genauso stumpf Trial and Error, ehrlich gesagt. Ich habe mir unterschiedliche Farben geholt und habe einfach stumpf angefangen, auf der Leinwand, sag ich mal, wirklich rumzudatschen. Schatten hinzuzufügen mit Hautfarbe, ein bisschen Schatten da auch mit drin, also schwarz quasi, die Köpfe hinzugefügt und bin langsam aber sicher wirklich von rechts nach links übergegangen. Und wie gesagt, es gibt keine Anleitung dafür, es gibt nichts Falsches. Und
das war wirklich Stück für Stück und ich musste anfangs wirklich überlegen, wie machst du das? Und ich dachte anfangs auch wirklich, ob das überhaupt was wird. Aber mehr und mehr, was ich gemacht habe, wurde das eher das, was ich mir vorstellte. Und ich war tatsächlich relativ happy, muss ich tatsächlich sagen. Wie ihr schon seht, ich habe vorne zum Beispiel, also wo die Wölbung anfängt sozusagen, habe ich zum Beispiel die Abstände zwischen den Köpfen natürlich größer gemacht, während das nach hinten raus natürlich immer kleiner ging. Und dann Schatten hinzugefügt und die Säulen halt auch noch rausgeholt. Ich habe das Konzept im Endeffekt von meiner Arena auch noch mal ein bisschen abgeändert und ja, habe an dem Publikum weitergemacht und habe dann zwischendurch auch noch mal wieder ein bisschen an den Säulen weitergemacht, was Sachen aufgefallen sind, die ich nicht so cool fand oder wo ich andere Sachen machen wollte, wie ihr eben auch gesehen habt, das Gitter vom Gefängnis, das stumpf mit so einem mittleren Grau und das erstmal raufgebracht und trocknen lassen. Dann wieder mehr Schatten auf die rot-braune Mauerfläche und dann ging ich hier bei den Gittern bei und habe halt Schattierungen draufgesetzt und habe das Ganze eben ein bisschen realistischer gemacht, da ein bisschen Tiefe reingebracht, sodass es aussieht, als wenn die Ansätze für die Schweißnähte wären. Und dann mit Hautfarben wieder Hände rangebracht, da zum Beispiel 4 Hände, sprich da ist ein Shokan-Krieger gerade irgendwie, Gefangener von Shao Kahn, keine Ahnung, Verräter oder sowas. Und noch ein bisschen kleinerer und dann war wieder da ein bisschen Zeit, das trocknen zu lassen und bin wieder zum Publikum übergewechselt. Ne? Also es war wirklich, was man machen kann und was nicht. Und ihr seht schon, es ist echt fürs Publikum eine Menge Rumgedätsche und gucken, was man will und sieht, dass man einigermaßen alles an den Farben abwechslungsreich hält, aber wiederum auch nicht zu abwechslungsreich, weil Leute tragen auch zwischendurch dieselben Klamotten mal oder ähnlich. Also es war, ich nenne es mal einfach viel Schlunzkram, um es mal so bescheuert zu nennen. Und so habe ich mich weiter vorgearbeitet. Genau, und hier ging langsam die Schattierung los. Auch wichtig. Natürlich dann von oben, was ein Riesending ist, kommt dann auch Schatten. Ne? Wenn ich stumpf mit brauner Farbe, die leicht verwässert war, darüber gegangen und dann hab dann wirklich, bin da stumpf einmal rübergegangen. Also es war auch sehr verwischt, aber der Nebeleffekt, der dabei entstanden ist, der hat wirklich gut funktioniert, muss man so sagen. Naja, und dann weitere Detaillierung und dann hat man zwischendurch ein bisschen mehr weggenommen, als man eigentlich wollte und dann auch wieder ein bisschen Touch-Ups gemacht und dann wollte ich natürlich noch die Flaggen anbringen. Im Konzept habt ihr ja wahrscheinlich im ersten Teil ganz am Anfang gesehen, waren Flaggen in Khans Arena. Ich habe die auch angebracht, aber so ein bisschen meinen eigenen Dreh dazu gebracht. Also habe ich dann einfach mit einer grauen Stange oder grauer Farbe die Stange gezeichnet, mit den Ansätzen, habe das trocknen lassen. Dann habe ich dem Balkon wieder Ränder gegeben. Also es war immer abwechslungsreich und die Zeit, die man hat, im Endeffekt so effektiv wie möglich nutzen, damit man auch nicht irgendwie, ich sag mal, ewig dabei ist. Natürlich macht es auch Spaß, versteht mich nicht falsch, aber man möchte ja irgendwann auch mal fertig werden. Ne? Und so habe ich dann hier auch mehr Balkon hinzugefügt, wo die Stange für die Flagge dran ist. Wieder zum Publikum, wieder Derwischkram. Es war eine Menge Abwechslung. Ihr seht das selber. Und die Flagge natürlich die nächste Sache. Wie zum Geier zeichnet immer eine Flagge. Macht man natürlich ungefähr so, dass es passt. Also denkt man sich so ein bisschen Windverwirbelung, fängt an zu zeichnen, denkt sich so, von der Seite bist du so gekommen und ihr seht das unten links schon, da ist auch schon eine Flagge. Wie machst du das weiter? Naja, dass dann eben verwirbelt wurde, Schatten mit rangebracht, dass ein Teil nach hinten geknickt wurde, und dann wieder mit etwas dunklerer Farbe dabei, um den Schatten rauszuholen. Dann war der nächste Bereich trocken, beziehungsweise die Flagge sollte dann weiter trocknen und ich konnte zum nächsten Bereich weiter vorgehen und das Publikum weitermachen. Also
So langsam aber sicher hatte sich dann endlich mal mein kleiner Leinwandbereich gefüllt. Ja, jetzt nähern wir uns immer mehr dem Endspurt. Wie ihr seht, ich habe dann so ein bisschen Shao Kahn-mäßige Helmsymbole auf die Flaggen gebracht. Und es ging dann wirklich an das letzte Stück über. Im Endeffekt die ganzen Zuschauer ausgemalt, Schatten drumherum, so langsam die Köpfe darauf gesetzt und das untereinander verwischen lassen. Ich bin auch wirklich irgendwann stumpf, wirklich mit Pinsel, wo schon eine Farbe dran war, in die andere Farbe rein. Hab dann quasi neue Farben kreiert und dann bin dann da reingegangen, weitergemalt und das hat echt gut funktioniert, muss ich sagen. Also hätte ich anfangs nicht gedacht, es war wirklich Saukram und ich dachte so, Mann, wenn das was wird. Aber wie ihr schon seht, der Teil jetzt links und in der Mitte, wo die Zuschauer halt sind, das sieht halt schon allmählich so ein bisschen nach was aus. Und das Endergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Also die Leute von mir, die das gesehen haben, fanden es wirklich beeindruckend. Sie sagten zwar auch, ja, da müssen ein paar mehr Körperteile und so weiter rein, aber ich habe da meine eigene Denke zu und Körperteile machen auch ehrlich gesagt das Gesamtbild so ein bisschen, sag ich mal, überladen, denke ich mal. Und da sollen halt noch so viele andere Figuren hin, ne? Was auch immer Storm Collectibles noch bringt. Wahrscheinlich Baraka als nächstes. Ja, und ihr seht schon, ziemlicher Matschkram. Das war eine Menge ausprobieren, viele Farben rein, wieder auswechseln, dann wieder andere Farben rein, ein bisschen braun und noch ein bisschen blau und noch ein bisschen lila und ein bisschen orange. Dann sind die finalen Schatten rübergekommen über die Zuschauer. Das sieht jetzt noch sehr hell aus, aber das geht noch runter, das sieht noch wesentlich besser aus. Das kommt alles Stück für Stück. Dann die Köpfe oben auf den restlichen Rängen, die natürlich noch mehr verwaschen, wie ihr da schon seht, weil es ist oben, sehr weit oben. Da sieht man von den Leuten nicht viel. Die restliche Flagge, als das alles trocken war, also ich glaube, die Flaggen sind mir auch recht gut gelungen. Wie gesagt, dafür, dass ich komplett eigentlich von Hand gar nicht zeichne, bin ich schon zufrieden, würde ich sagen, was das angeht. War halt auch ein ziemlich knalliges Rot. Hatte ich mir aus, ich glaube, diesem 1-Euro-Store oder 2-Euro-Store, der mittlerweile in manchen Gegenden ist, Tiger nennt er sich, geholt. Hat vollkommen gereicht. Und weil ich dem Ganzen so ein bisschen dreidimensionalen Bilderrahmen-Aspekt geben wollte, habe ich die Kanten von der Styrodurplatte noch dunkelbraun angemalt. Ich fand, das war ganz cool. Ja, und dann seht ihr hier mal, wie ich das Logo so gemacht habe. Auch das, was so ein bisschen verweht ist, weil es natürlich die Flagge ist und das nicht ganz gerade von der Seite. Naja, der letzte Saukram war dann wie immer natürlich, dass noch Sand dahin sollte. Das ist ja nicht orange, ist ja klar. Wieder Mod Podge mit dem Sand, das darauf gesetzt, runtergespachtelt, glatt gezogen, an überall hin, dass das ein vernünftiger Radius nach unten hin wird. Naja, und als das dann fertig war, natürlich der Sand da drauf. Das kommt dann gleich. Und dann wieder Effekte. Das war dasselbe Programm wie bei der Grundplatte. Noch ein bisschen mit Blut rumgesaut. Und das war dann im Endeffekt auch dann quasi der letzte Arbeitsschritt. Bisschen sauber gemacht, aufgeräumt. Deswegen die Alufolie da drunter, damit habe ich ganz gut gearbeitet. Das war eine ganz gute Wegwerfplattform. Sand verstrichen, dann konnte ich das glatt machen. Es ging auch einiges daneben, ist klar. Aber
So hatte man die Möglichkeit rumzusauen und nicht alles gnadenlos voll zu hauen. Wie gesagt, der Teppich sieht echt noch katastrophal aus. Ich glaube, ich brauche einen neuen. Das hat mit dem Saubermachen leider nicht so ganz geklappt, aber mit dem Sand hat das sehr gut funktioniert. Naja, und dann noch ein paar Effekte zur Wand hinzugefügt, natürlich, dass der Sand auch so seine Spuren der Zeit gezeigt hat. Ja, und so langsam die Wand auch Spuren davon trägt, dann mehr von den Spritzeffekten mit Blut, dass das überall gegenläuft. Ich habe ein bisschen übertrieben, ich habe das dann noch im Nachhinein ein bisschen sauber gemacht, aber naja, das ist Mortal Kombat, da wird viel gern übertrieben und das waren im Endeffekt die letzten Arbeiten mit ein bisschen Sprühkram. Dann kam an die Rückwand noch ein Magnet rein, hier noch ein bisschen Schatten zum Sand und so weiter hinzugefügt, was natürlich nicht vollkommen plan liegt und dann waren wir tatsächlich fertig. Und ich denke, das Endergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Ich bin schwer zufrieden. Es bringt die Figuren einfach in ein anderes Szenario, lässt sie besser aussehen. Ich habe dann noch Bastelwatte hinzugefügt. Die kriegt ihr im Bastelladen für die Raucheffekte und für Ermacs Telekinese-Effekte. Ich wollte euch nicht voll da reinlabern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet ein bisschen was für euch da rausziehen und es war informativ und ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich freue mich über Comments, ich freue mich über Likes und natürlich auch über Subscribe. Hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Habt eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.